Robert Streibel und Gerhard Pazderka haben sich auf eine Spurensuche an die Schauplätze in Serbien begeben, die in der Erzählung Bora beschrieben werden. In sausender Fahrt ging es in den Ort. Sie hielten im Hof eines Elektrizitätswerkes, das nicht mehr arbeitete. Von hohen Stacheldrahtzäunen umgeben und rundherum scharf bewacht war. Und in dessen Nähe ein kleines Häuschen stand, das als Hilfsgefängnis benutzt wurde. Es enthielt nichts als 7 enge, finstere Zellen mit ganz kleinen, vergitterten Fensterchen in unerreichbarer Höhe, sodass den ganzen Tag nur ein schwaches Dämmerlicht in ihnen herrschte. Ihre Einrichtung bestand aus je 2 alten, zerbrochenen Parkbänken, die als Schlafstellen und zum Sitzen dienen sollten und von denen einem nach einer Stunde schon alle Knochen schmerzten, da die Bretter ungleichmäßig hoch waren und zum Teil fehlten. Dort hinein, je 2 und 2, sperrte man sie und ließ sie nur 3-mal am Tag zum Essen für eine halbe Stunde heraus. Tage vergingen, einer nach dem anderen, und nichts geschah, kein Verhör, nichts. Einzelne verzweifelten. Im Juli 1946 arbeitet Mara an seiner Erzählung Bora und kontaktiert ehemalige Kameraden. Einer antwortet: »Mein lieber alter Alois, mit zitternden Händen öffnete ich heute Morgen den Brief, der deinen Absender trug. Er ist den braunen Schergen entronnen, war einer meiner ersten Gedanken. Ich muss dir nämlich gestehen, dass ich dich nicht mehr unter den Lebenden wähnte, nachdem ich Anfang März 1945 von dem damaligen Unteroffizier Langers nur andeutungsweise mitgeteilt bekam, dass Gerhard Schmiel als Kriegsverbrecher erschossen worden sei.« Im Nachhinein bewundere ich meinen Vater, wie er das sich von der Seele hat schreiben können und auch wie sehr er sich zurückgenommen hat. Weil im Buch ist eigentlich wirklich der Gerhard Schmiel ganz im Vordergrund. Also er hat wirklich das, glaube ich, als Denkmal für den Gerhard Schmiel geschrieben und nicht um seine eigene Rolle da vollständig oder auch nur in irgendeiner Weise unbescheiden darzustellen. Noch bevor Louis Mara sein Studium in Germanistik und Französisch an der Universität Wien abschließen kann, wird er mit 23 Jahren zur Wehrmacht angezogen. In Krems an der Donau hat Mara bereits vor 1938 für die illegale KPÖ gearbeitet. 1943 kommt er als sogenannter Horchfunker nach Serbien und entschließt sich mit Gerhard Schmiel Kontakt zu den Partisanen aufzunehmen, um ihnen mitzuteilen, dass die Wehrmacht ihre Funkcodes geknackt hat. Maras Erzählung ist für mich dann halt einfach einzigartig im Thema, auch in der Gestaltung und in der Konstellation. Nicht? Also du hast praktisch da zwei österreichische Wehrmachtssoldaten, die nach Jugoslawien versetzt werden, dort sich miteinander anfreunden und dann plötzlich der Meinung sind, sie müssen als Funker, weil sie draufkommen, dass die Partisanen Funksprüche aufgeschlüsselt werden von den deutschen Dienststellen, sie müssen nun praktisch anfangen, Widerstand zu leisten. Louis Mara hat den Krieg überlebt. Eine Familie wie im Bilderbuch. Louis würde gerne schreiben, arbeitet als Lehrer in der Bundesgewerbeschule, heute HTL für Hoch- und Tiefbau. Seine Frau Therese ist die erste kommunistische Stadträtin von Krems. In der Erzählung Bora, die 1947 fast unbemerkt im Wachau Verlag erscheint, setzt er seinem erschossenen Freund ein literarisches Denkmal. Die Kinder Wolfgang und Eva wissen, dass ihr Vater den Krieg hasst und wie wichtig Antifaschismus ist. Doch der Vater redet nie über seine persönlichen Erlebnisse. Ich habe, da muss ich so 12 Jahre alt gewesen sein, einmal beim Keller aufräumen einen Karton gefunden mit
weiß nicht, 20 oder 30 Exemplaren und habe auch gemerkt, hoppla, der Teddy will nicht, dass ich das lese. Und habe es natürlich dann im Geheimen einmal gelesen, ist ja geschwind, so dick ist das Buch nicht. Und habe dann auch einige Äußerungen vorher zu seinem Aufenthalt in damaligen Jugoslawien und so weiter besser verstanden. Aber so richtig jetzt bewusst nachzufragen, ja, da hat er immer etwas abgeblockt. Das erste Mal auseinandergesetzt, mehr mit der Bora, habe ich mich in einem Artikel, wo ich verglichen habe, wie sich mein Vater im Krieg verhalten hat, zum Waldheim, der eben immer nur Befehle befolgt hat und was aber für die Bevölkerung gerade dort am Balkan ja teilweise tödlich war. Wahrscheinlich bin ich auf das Buch in einer Wühlkiste von alter Bücher gestoßen, vielleicht am Volksstimmefest auch. Und das Interesse war natürlich deshalb geweckt, weil ich gleich beim ersten Blick gesehen habe, dass es sich um eine Erzählung, ein literarisches Werk handelt, das es laut dem Kanon der österreichischen Literatur und laut der offiziellen oder offiziösen Literaturgeschichtsschreibung in Österreich nicht geben darf oder nicht gegeben haben darf. In Kralevo, dem Königlichen, blühen keine Rosen, springen keine warmen Quellen und es fehlen die Villen der Reichen und Satten. Dafür regnet es ununterbrochen, Jänner, Februar, März, und man versinkt im Dreck. Von einem großen, rußigen Bahnhof, dem eine Wagenreparaturwerkstätte angeschlossen ist, geht man auf einer breiten, katzenköpfigen Straße dem Marktplatz zu, in dessen Mitte ein all die niederen Häuser ringsum überragendes graues Denkmal steht. Ein erzener Krieger, der in der rechten das Gewehr und in der linken die Fahne des serbischen Königreiches trägt. Es ehrt die Toten des Ersten Weltkrieges, da Serbien von allen kriegführenden Völkern die prozentuell höchsten Verluste hatte. Die Hälfte seiner ganzen Armee wurde getötet. Nicht ehrt diese Toten das Aussehen der übrigen Stadt, denn sie macht einen verwahrlosten, schmutzigen und armseligen Eindruck. Samo Kraljevo za nemačke vojne potrebe je bilo izuzetno važno. Für das deutsche Militär war Kraljevo besonders wichtig, vor allem wegen der vielen Knotenpunkte und Verkehrswege, die von Osten nach Westen oder Norden nach Süden durch die Stadt führen. Und hier gab es auch eine große Fabrik für Eisenbahnwaggons, die für die deutsche Militärindustrie von Bedeutung war. Die Angriffe durch Aufständische und Partisanen waren anfänglich relativ erfolglos. Doch Mitte Oktober 1941 wurden sie immer intensiver und größer. Und so haben die deutschen Truppen auch gewisse Verluste erlitten. Schon im September 1941 hatte die deutsche Militärverwaltung in Serbien befohlen, für einen getöteten deutschen Soldaten werden 100 Zivilisten erschossen und für einen verwundeten Soldaten 50 Zivilisten. Die deutschen Truppen haben dann in einer Werkhalle, in der die Waggons produziert wurden, die Arbeiter der Fabrik eingesperrt. Dazu kamen noch Bürger aus Kraljevo, Zivilisten, die die deutschen Soldaten einfach zufällig von der Straße weg mitgenommen haben. Nach Schätzungen unseres Museums und von Historikern wurden etwa 2500 Menschen erschossen. Von fast allen kennt man die Namen. Sie kann euch nicht anschauen, die Lupa, seufzte die Alte. In der Uniform nicht. Ja, warum denn? Fragte Gerhard. Sie hat in Kragujevac gewohnt. Die Arme, mit ihrem Mann und 2 Buben.
15 und 17 Jahre alt. Eines Tages sitzen sie beim Mittagessen und die Tür geht auf. Ein Leutnant kommt rein und 2 Unteroffiziere mit ihm. Sie sehen den Mann und die beiden Buben und nehmen sie mit. Mit? Wohin mit? Ja, das wisst ihr eben nicht. 7000 Männer haben sie erschossen an einem Tag in der einen Stadt, die nicht größer ist als Baden bei Wien. Bei den Menschen in Kraljevo, und das gilt auch für ganz Serbien, hat sich die Erinnerung erhalten, dass die deutschen Soldaten und ihre österreichischen Kollegen die Serben vorwiegend gehasst haben. Die rassistische Politik des Dritten Reiches gegenüber den slawischen Völkern ließ da keine Freundschaften zu. Das Buch Bora, das über deutsche Soldaten erzählt, die den Partisanen geholfen haben, wirft ein neues Licht auf die Beziehungen von Soldaten zu den lokalen Einwohnern und auch zur Widerstandsbewegung. Auch wenn ein großer Teil der Soldaten die lokale Bevölkerung gehasst haben, gab es Soldaten, die die Sache anders betrachteten und die Menschen hier in Ruhe lassen wollten. Sie hatten genug vom Krieg und den Kriegsleiden. Sie wollten so schnell wie möglich nach Hause, in ihre warmen Stuben, zu ihren Frauen und Familien. Der Direktor des Museums in Kraljevo, Dragan Draskovic, hat die Erzählung ins Serbische übersetzen lassen. Ich habe über dieses Buch nichts gewusst. Aber da es 1947 erstmals veröffentlicht wurde, also sehr kurz nach dem Kriegsende geschrieben ist, habe ich verstanden, dass in dem Text viel Wahres und Glaubwürdiges liegen muss. Für mich, nicht nur als Direktor, sondern auch als Historiker, der sich mit der Erforschung der lokalen Geschichte befasst, ist es sehr wichtig, dass ich beim Lesen der Übersetzung viele Details erfahren habe, vor allem die Beschreibung der Städte, in denen Kmil und Mara waren. Man findet viele Informationen über die Lebensverhältnisse der Menschen unter der damaligen deutschen Besatzung und über die Wehrmacht und das Soldatenleben hier, über die Schwarzgeschäfte der Soldaten, über Bordelle und so weiter. Es ist eine sehr persönliche Geschichte über die Erlebnisse dieser 2 Soldaten in diesem Krieg, die Freunde wurden und sich politisch so nahe standen. Wo ist das, Trstenik? Ein paar Kilometer von hier, an der Straße nach Kruševac, wurde die Kompanie auf einigen Lastwagen verladen und bis vor Trstenik gefahren. Jeder hatte 60 Schuss Munition bei sich. Eine MG war auch da. Man verteilte die Leute. Hier, im westlichen Teil des Ortes, im sogenannten Zigeunerviertel, das bis zum Bahndamm reicht, soll gewissen Meldungen nach das Motorrad versteckt sein, sagte der Oberleutnant, der die Aktion führte. Es muss gefunden werden. Bei Widerstand ist von der Waffe Gebrauch zu machen. Schonungslos. Alles klar? Inzwischen durchkämmten die anderen, die das Viertel umstellt hatten, konzentrisch vorgehend die menschenleeren Häuser und Hütten. Sie suchten das Motorrad in Geldbörsen, Schubladen, Kleiderschränken und Betten. Ein paar Glückliche fanden Ohrringe, silberne Uhren. Andere stopften sich Hemden unter die Blusen. In jedem Haus stand ein Fässchen mit Wein. Man trank so viel man konnte. Das Übrige ließ man auslaufen. Der Autor Mara, der hat über ein hohes literarisches Talent verfügt. Er war damals noch jung, kaum 30, vielleicht sogar weniger, als er die Erzählung niedergeschrieben hat. Die Distanz zu dem Selbsterlebten war relativ kurz und trotzdem hat er das mit einer großen Gelassenheit eigentlich dargestellt und kurioserweise trotz der schrecklichen Umstände, von denen berichtet wird, auch mit einer bestimmten Heiterkeit. Eine Heiterkeit, die sich widerspiegelt in der Landschaft, die er beschreibt, die er so beschreibt, dass man sie eigentlich vor sich zu sehen glaubt, und auch hinsichtlich der Menschen, die er beschreibt. Er beschreibt natürlich vor allem, was natürlich in erster Linie sich aufdrängt, ist ja eigentlich diese völlige
Verkommenheit, sowohl natürlich der deutschen Besatzer als auch der serbischen Kollaborateure, der Chetniks und so weiter, die hohen Preise, der Schleichhandel, der Kameradendiebstahl. Gleichzeitig ist er aber tief verbunden, das merkt man beim Lesen, den Menschen dort auch, vor allem natürlich der Zivilbevölkerung, natürlich dann indirekt natürlich ganz klarerweise auch denen, die aufstehen gegen die Besatzer, also den Partisanen. Aber das Beeindruckendste ist eigentlich die genaue und sehr empathische Darstellung der Menschen. Der Ärmsten vor allem, also der Roma, das ist eigentlich zum Teil auch unerträglich, die Umstände, unter denen sie versuchen, einfach zu überleben. Die Trommel schwieg. Mit hastigen Worten verlas einer das Todesurteil und die Ablehnung des Gnadengesuches. Der Pfarrer beugte sich vor und flüsterte Gerhard Bibelworte zu. Der aber stand aufrecht, wie geistesabwesend. Mit geübten Händen rissen die Gendarmen den Rock von Gerhards Schultern, so dass er im weißen, kragenlosen Hemd dastand, und warfen ihm den Strick um den Leib, der ihn an den Pfahl festbinden sollte. Als sie ihm ein weißes Tuch über die Augen schlugen, schüttelte er den Kopf und sagte laut und ruhig: Muss das sein? Ich will die Sonne sehen. Ich habe jedenfalls herausgehört, dass er immer die Mutter besuchen wollte, des Gerhard Chmiel, aber es einfach nicht geschafft hat. Es war ihm sozusagen die Verantwortung bewusst, die er da auch mitgetragen hat. Und das hat er einfach nicht übers Herz gebracht, zu der Frau zu gehen und zu sagen, ich lebe und ihr Sohn ist tot. Ja. Das hat ihn, glaube ich, wirklich bis zum Schluss bewegt. Ja.